Guten Morgen Leute, wir waren jetzt mittlerweile schon 3 Tage hier in Moskau und ja, ich habe währenddessen keinen Vlog gemacht, aber heute geht es jetzt mal weiter. Die Bilder aus Moskau, die werde ich jetzt hier direkt danach mal kurz einblenden, was wir alles so gesehen haben, weil hier gab es ziemlich viel zu sehen, ziemlich viele Sehenswürdigkeiten, ziemlich viele Sachen zu machen. Heute geht es jetzt weiter. Wir fahren heute das erste Mal mit der Transsibirischen Eisenbahn, nämlich nach Jekaterinburg. Und da werden wir jetzt auch die erste Nacht dann im Zug verbringen. Wir sind schon echt mega gespannt und aufgeregt, wie das so wird. Und ja, jetzt müssen wir uns noch kurz fertig machen, kurz duschen, unsere Sachen packen und dann geht's eigentlich auch los. Ich zeige euch mal ganz kurz noch unser Zimmer hier im Hintergrund. Sieht man vielleicht so ein bisschen. Da ist unser Bett. Ist eigentlich ganz schön hier gewesen in Moskau, muss man sagen. Da ist unser Bett. Sind noch unsere Essenssachen drauf. Und jo, er ist natürlich klein, aber hat alles gepasst. Ja, genau, also wir haben ziemlich viel zu essen mitgenommen im Zug, weil wir ja 2 Tage da sein werden und wir nicht genau wissen, wie das ist mit Sachen kaufen während im Zug oder wie teuer es im Zug ist und so weiter. Deswegen haben wir jetzt mal alles mitgebracht. Genau, und jetzt machen wir uns fertig und jo, dann melde ich mich später wieder. Da kommt gerade unser Zug an, hier am Bahnhof. Mal schauen, wie er aussieht. So, ja, wir sind jetzt am Bahnhof angekommen und hier seht ihr schon, hier steht unser Zug. Wir warten jetzt nur darauf, dass wir boarden können. Und ja, das müsste jetzt eigentlich dann gleich der Fall sein. Und jo, dann schauen wir mal, wie es innen so ausschaut. So, wir haben jetzt gerade eingecheckt in den Zug und ich zeige euch jetzt mal unser kleines Reich für die nächsten Tage. So, das unten ist mein Schlafplatz und hier oben ist sind auch noch 2 Schlafplätze. Im Moment haben wir noch keine Roommates, sage ich mal, aber ich denke, das wird sich noch ändern. Später zeige ich dann noch ein bisschen mehr vom Zug. Das ist das Heißwasser hier. Das ist eine kleine Küche. Ja, jetzt verlassen wir den Moskauer Bahnhof. Wir sind jetzt mittlerweile im Zug angekommen. Wie ihr schon gesehen habt, unsere Kabine. Ich zeige euch mal, wie es außen in den Gängen so ausschaut. Ich muss ein bisschen näher rankommen, weil es ziemlich laut ist.
Das ist der Gang und da verteilt gerade die Conductorin oder die Schaffnerin verteilt gerade die Bettwäsche. Und jo, ich gehe mal weiter. Genau, es gibt 2 Steckdosen, um sein Handy oder irgendwas aufzuladen. Also man muss hier schnell sein. Und genau hier sieht man, da gibt es immer Heißwasser umsonst. Und jo, genau, da kann man immer sich Tee nehmen oder sich irgendwelche Nudelsuppen machen und so weiter. Und hier ist es schon das Ende von unserem Abteil. Kurzer Ausblick nach außen, wir sind jetzt gerade losgefahren. Wir machen jetzt gerade unseren ersten Stopp hier. Da hat der Zug jetzt gerade eine halbe Stunde Pause. Jetzt haben wir gerade noch ein bisschen was zu essen und zu trinken gekauft, um uns für die Nacht einzudecken sozusagen, weil der Zug jetzt erstmal bis morgen Nachmittag nicht mehr lang anhält, nur noch 1 oder 2 Minuten. Und genau, jetzt geht es wieder zurück in den Zug, weil es gleich der Stopp vorbei ist. Guten Morgen Leute, wir sind gerade aufgewacht, oder ich bin gerade aufgewacht, liege aktuell noch im Bett und ja, ich habe relativ schlecht geschlafen heute Nacht, weil ja, der Zug ist halt, bewegt sich die ganze Nacht und war jetzt nicht gerade das Angenehmste, vor allem auch, weil wir haben so eine Oma mit ihrem Enkel bei uns im Abteil, was eigentlich ganz gut ist, aber die hat die ganze Nacht geschnarcht, deswegen war das auch nicht ganz so angenehm und jo, jetzt mit Zeitumstellungen, allerdings sind jetzt nochmal 2 Stunden Zeitunterschied, ist es jetzt schon fast 11 und ja, jetzt werden wir noch frühstücken und haben jetzt immer noch eine Fahrt von knapp 7 Stunden vor uns. Ja, vielleicht mal kurz zur Einordnung, gestern sind wir um 1 Uhr losgefahren und heute, einen Tag später, kommen wir ungefähr um 18 Uhr in Jekaterinburg an. Jetzt essen wir noch kurz was und ja, genießen den Rest unserer Zugfahrt. So, nach ca. 27 Stunden im Zug sind wir jetzt gerade in Jekaterinburg angekommen und ja, wir machen uns jetzt gerade auf den Weg ins Hostel. Die Fahrt war eigentlich noch ganz angenehm, der restliche Tag ist relativ schnell rumgegangen nach der nicht ganz so angenehmen Nacht. Und jo, jetzt laufen wir zum Hostel, das ist eigentlich relativ in der Nähe vom Bahnhof, nur 10-15 Minuten laufen weg. Und dann machen wir uns erstmal frisch und dann gibt es was Gutes zu essen. Wir haben schon ziemlich Hunger. Ja, wir sind jetzt mittlerweile auch in unserer Unterkunft angekommen und es ist auch schon abends. Ja, diesmal in Jekaterinburg sind wir in einem Hostel untergekommen. Wir bleiben hier aber auch nur 2 Nächte, bevor es dann weitergeht nach Irkutsk. Und ja, jetzt auch schon wie gesagt abends. Wir waren jetzt gerade noch was essen, waren kurz bei KFC, haben uns da was geholt. Und ja, sind mal ganz kurz durch die Stadt gelaufen, aber nichts Großartiges. Wir hoffen, dass wir morgen so ein bisschen die Stadt angucken können, obwohl im Moment noch die Wettervorhersage sagt, dass es den ganzen Tag regnen soll. Da es unser einziger Tag ist, wäre es natürlich ein bisschen schlecht. Wir hoffen, dass wir trotzdem ein bisschen was unternehmen können morgen. Und ja, genau. Das Hostel ist auch verdammt schön, muss man echt sagen. Man sieht hier oben ein Art Hostel und so ist es auch eingerichtet. Morgen zeige ich vielleicht mal ein bisschen was, wie das innen aussieht. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen jetzt schlafen und dann gute Nacht und bis morgen.